Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten Gemüsekiosk. Letztens haben wir ja zusammen schön Zwiebeln geerntet und nachgepflanzt, aber es sind noch so viele Jungpflanzen da. Das heißt, wir werden heute wieder pflanzen, auch auf dem Ackergarten. Wir werden aber auch zusammen noch was aussehen. Also wir werden säen, pflanzen, wir werden auch noch ernten. Wir schauen im Geodom vorbei. Und erinnert ihr euch, wir hatten so kleine Küken, so Brahma-Küken, das ist jetzt schon eine Weile her. Wie die aussehen aktuell, das sehen wir am Ende des Videos auch. Also viel Spaß! Hier sind wir jetzt bei uns auf dem Ackergarten. Wir haben ja letztens noch ein Video gemacht, wie es hier aussieht im Juli, im August. Und da wissen wir, es sind einige Flächen oder ein paar wenige Flächen, die frei sind bzw. auch frei geworden sind. Wir haben ja Zwiebeln abgeerntet, die sind jetzt in der Scheune zum Trocknen. Das ist wunderbar, eine richtig schöne Ernte. Und da sind auch ein paar ganz tolle Exemplare dabei, die wir zur Seite legen werden, auch für die Saatgutvermehrung. Wir werden jetzt wieder dafür sorgen, dass die Beete wieder bestellt sind, also nicht nackt sind. Wir werden säen, und zwar Spinat sehen wir aus jetzt. Radieschen können wir jetzt auch aussehen, das werden wir machen. Und wir werden noch Pak Choi säen in der Direktsaat. Eigentlich ungewöhnlich. Wir hatten auch Jungpflanzen, aber die haben so eine warme Hitzeperiode mitbekommen, die sind geschossen. Deswegen werden wir das jetzt nochmal mit der Direktaussaat versuchen. Wir haben soweit alles da, also legen wir los. Hier vorne auf dem Beetstreifen stand ja der frühe Kohl. Und da wir nach Kohl nicht die Radieschen sehen können, werden hier jetzt die 2 Reihen Spinat eingesät. Hier auf der anderen Seite, wo es noch recht grün aussieht, da sind viele Beikräuter jetzt aufgelaufen. Da haben wir ja die Saatzwiebel abgeerntet. Hier kommen jetzt eine Reihe Radieschen und eine Reihe Pak Choi rein, werden wir sehen. Damit wir das aber machen können, brauchen wir ein schönes Saatbett. Das heißt also erstmal sauber machen. Das mache ich mit meinem Mann zusammen. Und schwupps ist die Saat in der Erde. Das hat uns richtig viel Freude gemacht und jetzt darf hier wieder was wachsen. Wunderschön ist auch der Duft, der uns da begleitet hat. Die Tagetes hat einen richtig angenehmen Duft, der uns jetzt hier die Arbeit auch ein bisschen verschönert hat. Wobei das auch Spaß macht. Und vielleicht habt ihr bei euch im Garten ja auch noch Platz. Den Spinat als auch die Radieschen könnt ihr auch noch bis in den September hinein aussehen. Wir werden es sogar so machen, ihr kennt das ja von uns, versetzte Saat, versetzte Ernte hinterher auch. Wir werden im September jeweils nochmal einen Satz aussehen. Gerade bei den Radieschen ist das Erntefenster relativ kurz. Da macht es durchaus Sinn, 2 oder sogar auch 3 Sätze zu sehen. Saatgut findet ihr bei uns im Shop Bio-Saatgut Samenfest. Schaut gerne in der Videobeschreibung nach. Wir werden jetzt weitergehen in den großen Gemüsegarten. Es gibt nämlich noch ein paar Jungpflanzen, die wollen auch umziehen. Wir sind jetzt im großen Gemüsegarten und der ist so wunderbar. Hier stehen die verschiedensten Gemüsekulturen. Es ist bunt von den Farben her, von den Blattformen. Es ist ein ganz toller Dschungel geworden, könnte man sagen. Und hier vorne, wo ich stehe, da sind die Bögen, die wir mit Stangenbohnen haben, bewachsen lassen, bewuchern lassen, könnte man sagen.
Dieses Jahr war es ja etwas schwer in Sachen Temperatur und auch Feuchtigkeit. Heißt, unsere Buschbohnen sind nicht ganz so toll geworden wie die letzten Jahre. Wir haben genug geerntet, ja, aber es war nicht so wie in anderen Jahren. Hingegen, wenn wir uns die Stangenbohnen jetzt hier anschauen, auch hier haben wir die jungen Hülse schon geerntet und gegessen. Man kann ja selber überlegen, entscheiden, möchte ich die jungen frischen direkt in der Küche zubereiten oder möchte ich sie ausreifen lassen und dann die Trockenbohnen hinterher rausnehmen, wenn sie so rascheltrocken sind. Da kann man ja verschiedene Stadien ernten und zubereiten. Aber schaut euch das mal an. Die sind so toll bewachsen hier. Die Feuerbohne ist richtig voll. Auch die blaue Hilde ist toll gewachsen. Die können natürlich auch besser abtrocknen durch den Wind. Das heißt, wenn wir hier Feuchtigkeit haben, durch die Konstruktion trocknet es einfach schneller ab. Also das Ergebnis ist, wir sind sehr begeistert. Ihr seht's ja selber. Und wenn ihr euch an unseren großen Gemüsegarten erinnert, dann wisst ihr, in der Nähe sind auch die Kartoffeltonnen noch. Die haben wir hier stehen. Die Zylinder, die unten offen sind, beziehungsweise da ist ja Gitter drin, Wühlmausschutz. Wir machen wieder ein Experiment. Ihr wisst ja, wir sind neugierig und wir wollen was ausprobieren. Kartoffeln anbauen ist ja die eine Geschichte, aber Kartoffeln lagern, haltbar machen die andere. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir lassen die Kartoffeln drin, das Laub ist weg. Ja, das ist oben, haben wir das rausgenommen, abgenommen, das war auch Die Kartoffeln sind aber noch drin. Jetzt haben wir oben schön dick abgemulcht und werden einfach Salate pflanzen. Wir haben jetzt die verschiedensten Salate, Blattsalate, Schnittsalate sozusagen. Bittere Salate sind auch dabei. Und wir möchten die Kartoffeln ja bis in den Dezember, vielleicht auch noch ein bisschen länger, je nach Wetter, drin lassen, drin lagern. Wenn die Fröste kommen, dann wird es schwierig, dann müssen wir sie rausholen. Aber bis dahin wollen wir das auf jeden Fall ausprobieren. Und wie ihr uns jetzt kennt, wisst ihr ja, dass wir da sehr neugierig sind. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ihr vielleicht auch. Vielleicht habt ihr sowas Ähnliches ja schon mal probiert und schreibt uns das gerne auch in die Kommentare. Wir werden jetzt zusammen pflanzen. Die jungen Pflanzen stehen schon bereit. Die Salate kommen jetzt in unsere Kartoffeltonnen. Unsere Mini-Hochbeete hier haben wir jetzt bepflanzt. Das sind die Blattsalate, da sind jeweils 5 Stück von drin und eben auch die etwas bitteren Herbstsalate. Die brauchen ein bisschen mehr Platz, da sind jeweils 4 Stück pro Tonne gesetzt. Die sehen jetzt zwar aus, als wären sie ganz tief versenkt, aber die sind nicht ganz in die Erde reingesetzt, also wie wir das von Salat sonst auch so kennen. Ich habe die jetzt halbtief gesetzt und der Mulch, der packt die jetzt hier schön ein. Angegossen sind sie auch mit den effektiven Mikroorganismen, die können jetzt hier schön wachsen. Von unten kommen keine Mäuse durch, da ist ein Gitter drin. Von oben dann auch weniger Schnecken, die haben es nicht ganz so leicht, hier hochzukommen. Und vielleicht ein Wort zu den Schnecken. Das ist ja wirklich dieses Jahr eins der wichtigsten Themen im Garten oder auch gewesen oder auch jetzt noch, könnte man sagen. Wenn ihr jetzt sagt, boah, Garten habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf, es waren so viele Schnecken, dann denkt dran, wenn ihr jetzt nicht zwischendurch mal in euren Garten geht und die Schnecken absammelt oder dann im Winter auch die Hühner durchschickt oder vielleicht ein paar Laufenten zu Besuch habt oder so, das wird nur schlimmer. Also wenn wir nichts gegen machen, auch wenn wir jetzt nicht weiter gärtnern wollen würden, müssen wir trotzdem gucken, dass wir den Schneckendruck minimieren, also die Schnecken absammeln. Aber vielleicht ist es ja eine kleine Motivation zu sagen, ihr könnt jetzt noch in kleine Hochbeete auf jeden Fall noch pflanzen. Ihr könnt noch Spinat aussehen, beispielsweise Radieschen. Ihr habt es ja eben gesehen. Wir haben ja auch eine ganze Playlist zu Aussaaten, die im jeweiligen Monat möglich sind. Also gönnt euch doch vielleicht noch 1 oder 2 Hochbeete, wo ihr jetzt noch was machen könnt. Das wäre doch eine schöne Geschichte. Mich besucht gerade ein Huhn und rennt über mich drüber. Die gucken wir uns gleich noch an. Das hier ist unsere, ich glaube, das ist Gold. Ja, meine Tochter kann sie besser auseinanderhalten. Was du da gerade siehst, Gold, sind die Herbstsalate, die restlichen. Die werden wir jetzt noch ins Beet pflanzen. Wir haben nämlich noch ein Beet. Beim letzten Video habt ihr gesehen, dass die Zwiebeln noch nicht so weit waren, die aus der Saat. Sind sie mittlerweile gewesen. Die trocknen jetzt in der Scheune und wir können die Fläche jetzt noch nutzen und dort die restlichen Herbstsalate einpflanzen. Weiter hinten im Gemüsebeet sehen wir schöne Dillblüten, die sind toll. Die kaue ich zwischendurch, wenn ich spazieren gehe im Garten. Die
Wir sehen auch andere Pflanzen, Sellerie, der Fenchel ist drin. Hier neben mir direkt seht ihr den bunten Mangold, wunderschön, super schön für die verschiedensten Gerichte oder eben auch als Spinatersatz. Daneben ein Trauerspiel. Die späten Kartoffeln, schaut's euch an. Da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist eine Tragödie. Da sind noch Kartoffeln drin, aber ja, toll ist es dies Jahr nicht. Die Melde schießt hier zwischendurch hoch und daneben in dem Beet, wo die Zwiebeln drin standen, was ich eben erzählt hatte, da sind jetzt ganz viel Beikräuter aufgelaufen. Wir werden jetzt hier Ordnung machen, zusammen sauber machen und dann kommt hier eine Reihe von den Herbstsalaten rein. Hoffen wir mal, dass die Wühlmaus uns genug übrig lässt. Los geht's! Jetzt sind unsere Pflanzen in der Erde, die Herbstsalate. Das waren jetzt auch die letzten. Jetzt haben wir keine mehr, die wir pflanzen können. Für die Aussaat, Direktsaat oder Voranzucht von den Herbstsalaten wäre es jetzt auch ein bisschen spät. Bei den Blattsalaten geht das jetzt schon noch. Das könnte man noch tun. Ihr habt gerade gesehen, dass wir Begleitung bei unserer Pflanzarbeit hier hatten, beziehungsweise haben sie immer noch. Ich hatte ja am Anfang vom Video erzählt, dass wir euch unsere Brahma ein bisschen detaillierter vorstellen möchten. Und da sie gerade hier sind und sie sind auf der Suche nach ganz vielen kleinen Tierchen, die sie aufpicken, nicht den Salat, sondern die Tierchen, wollen wir sie gleich mal zusammentrommeln und dann schauen wir sie uns mal genauer an. Dann stelle ich euch sie vor. Kack, 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 kack. Kack, 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 kack. Hey. Kack, 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 kack. Kack, 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 kack. Kack, 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 komm, wir gehen zu den Blümchen rüber. Kack, 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 kack. Kommt her, ihr kleinen Racker. Aber ihr seid nicht alle, ne? Da fehlen ja ein paar langsam. Guck mal, Emmy, du auch. Unsere kleinen Brahma sind schon ziemlich groß geworden, wie man sehen kann. Aber diese Rasse wächst auch tatsächlich 3 Jahre lang. Ihr habt aber spitze Schnäbelchen. Ich habe Rosinen in der Hand und da ist das wie bei uns, wenn wir Schokolade haben. Das ist Frechdachs, das ist Gold, Rosalie, Emmy und 2 sind noch on Tour. Aber was ganz toll ist bei dieser Rasse, sie sind wirklich zutraulich, zahm, die zerscharren einem nicht die Gemüsebeete. Und die sind wirklich auch für Kinder sowas von lieb und zutraulich, habe ich schon gesagt. Die setzen sich zu einem hin, die hocken sich hin, die machen Ruhepausen mit. Also wenn die das von klein auf kennen, und die hatten wir ja von klein auf als Bruteier, klappt das richtig toll. Auch die Mamahenne, die ist lange mit denen mitgelaufen. Die kann man so nehmen. Besonders schön ist natürlich auch, dass die diese Füßchen haben mit den Federn dran. Also wenn ihr bei euch überlegt, Hühner im Garten zu haben, so 3, 4 Stück sollten es mindestens sein. Es reicht auch ein kleinerer Garten, vielleicht auch mit so einem Bereich, den man versetzen kann. Hähne sollte man erst dabei setzen, wenn man vielleicht 10, 12 Hühner hat, vorher nicht, sonst ist es von der Zusammenstellung, passt das nicht. Und wenn ihr Rassen mischt, dann entweder komplett bunt, ist unsere Erfahrung, oder wirklich bei 1 oder 2 Rassen bleiben. Wenn man jetzt 5 von der einen und 1 von der anderen Rasse hat, dann geht das meistens nicht so gut aus. Ja, und ihr seht schon, die sind ganz schnell, sehr, sehr entspannt. Die sehen aus wie kleine Adler. Alternativ wären Seidenhühner noch eine Empfehlung, aber Brahma sind echt toll. Die legen nicht so viel Eier, wie man das jetzt von anderen Hühnern vielleicht kennt. Die waren früher als 2-Nutzungsrasse auch bekannt oder sind es auch heute noch. Aber wer so ein Haushuhn für den Garten und für die Familie haben möchte, der ist mit dem Brahma echt gut beraten, würde ich sagen.
Auch wenn ich den ganzen Tag mit unseren Hühnern zusammen im Garten rumsitzen könnte, das macht durchaus auch echt Freude, möchte ich euch noch eine Ecke zeigen. Ihr hattet gefragt, zu Recht, wie sieht's denn jetzt gerade im Geodom aus? Da schauen wir jetzt noch zusammen vorbei. Hier im Geodom bin ich wirklich sehr gerne. Das ist schon eine interessante Konstruktion und die Bauweise. Wir haben ein Video bei uns auf dem Kanal, wie der Geodom von Lucama aufgebaut worden ist, hier mit uns zusammen. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, hier in der Mitte haben wir die Tomaten, die Paradiser stehen und die sind so toll gewachsen. Vor allen Dingen sind die sehr hoch gewachsen. Wir haben ja noch das andere Gewächshaus von Lucama, da wachsen die auch prima, aber eben nicht ganz so hoch. Ich komme immer noch oben ganz gut dran. Und da muss ich halt überlegen, will ich sie abernten und runterleiten oder möchte ich sie oben kappen, je nachdem auch, was ich für eine Tomate gepflanzt habe. Da ich jetzt hier Fleischtomaten habe, schöne große, gelbe, süße, ja, es gibt ganz viel gelbe Tomatensoße und gelben Ketchup und gelben Tomatensalat, habt ihr ja auf Instagram ja schon gesehen. Da werde ich irgendwann oben kappen, sodass die anderen Früchte auch noch schön ausreifen können. Aber nicht nur die Tomaten wachsen hier schön in dem super tollen Klima. Ich fühle mich hier auch sehr wohl, aber auch die Petersilie, die Paprika und andere Gemüsepflanzen, die hier drin sind. Also der Geodom, erstes Fazit von der ersten Saison, soweit ich das jetzt Ende August schon sagen kann. Ich bin schon ziemlich begeistert. Nicht nur im Geodom wächst es schön, auch draußen drumherum. Wir haben verschiedene Bereiche bepflanzt sozusagen. Wir haben Basilikum in 2 Farben, Bohnenkraut, Lupinen stehen hinten, Löwenmäulchen, hier die duftende Tagetes, dahinter haben wir noch die Petersilie, Kamille, also rundrum eine schöne Geschichte. Und auch zum Ernten zwischendurch ist das auch ganz toll, nicht so weit weg vom Haus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, euch vielleicht auch ein bisschen motiviert und inspiriert. Über jeden Daumen nach oben freuen wir uns sehr, auch wenn ihr das Video mit anderen Gartenfreunden teilen möchtet. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare, euer Feedback. Was sagt ihr zu den Hühnis? Was sagt ihr zu unserem Experiment? Lasst uns das gerne mal wissen. Jetzt im Herbst ist ja oft auch so ein bisschen Planungsphase und wir haben euch ein Video rausgesucht von Lucama zum Thema Gewächshausbau, hier oben verlinkt, und auch noch ein Video zum Thema Aussaaten im August, hier unten ist es verlinkt. Schaut gerne mal rein, denn was es auf jeden Fall gilt im Garten ist, keine nackten Beete zu haben. Und da können wir noch einiges aussehen. Also macht eure Gärten bunt und bis zum nächsten Mal, eure Jen.